Ja. Was geht? Mach mal auf den Bums hier. Wir legen jetzt los, Mann. Ja, Komm mal vor hier, mach auf das zu. als normaler Mensch klingelt man. Ja, es gibt keine Klingel, Mann. Ach doch. Guess what? Ich will niemand hier. Da ist er. Die Sonne. Das Sonnenlicht. Schnell rein, was geht? Nichts zu sehen, Mann. Rudi, alles fit. Ja, mach mal Licht an, man sieht nichts. Ich bin hier im Longevity. Es darf kein UV-Licht an meine Haut, keine Fenster. Hoch, schnell weg. Ne, Moment, ey, das habe ich ja auch viel gelesen in diesem Kommentar. Ja. Keine Fenster, aber man denkt immer, das sind keine Fenster, aber oben sind welche. Ja, genau. Das war auch Das zeigen wir gleich mal. Das war auch das Problem, aber kommt mal rein hier. War nicht eigentlich ein Shooting jetzt verabredet? Es ist nicht viel los hier im Studio. Einerseits schön, andererseits hätten wir mal wieder amerikanische Freunde hier erwartet. Sag mir nicht, die haben es wieder irgendwie vergeigt. Digga, das ist doch immer... Man muss sie in Schutz nehmen diesmal. Also falls ihr mal YouTuber werden wollt oder euch irgendwie YouTube-technisch mit Amerikanern treffen wollt, macht's nicht. Die kommen entweder immer zu spät oder sagen kurz davor ab oder sonst was. Jetzt in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Twins Oh Mann, Alter. hier mit Lufthansa ihren Streik erlebt hatten. Ich war ja bis vorgestern war ich noch in Berlin bei Stimmt, Meet du and warst Greet. Ja, bei dem Wettkampf. War auf jeden Fall cool. Man hat coole Amateure gesehen, aber da war auch am Flughafen 50% der Flüge gecancelt. Also richtig räudig. Aber klar, wir sind in Deutschland. Aber ey, auf der anderen Seite haben wir die Nachricht bekommen, dass wir heute schon nach Köln fahren können. Auch von den Amerikanern, die auch just in time mich informiert haben, dass heute Abend ein Young LA Event in Köln ist. Ja, wo ich dann gerne sag doch immer wo ich dann doch gerne aufkreuzen sollte. Übergeil. Irgendwie liebe ich es, aber hasse ich es auch. Und dann frage ich mich, ey, weißt du, man selbst versucht seine eigene Firma so stark und organisiert zu führen, aber es gibt einfach Amerikaner, die rasieren den Markt ab und machen es einfach so auf Freestyle-Basis. Vielleicht? Auf Freestyle-Basis heute. Alter, ich habe so Beinmuskelkater, ich habe gestern die Legs so weggehauen. Ja, aber bevor du jetzt die Legs weggehauen hast, vielleicht machen wir es auch einfach falsch. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir mit dem Flow gehen und sagen, Ja. keine Gedanken machen. Ja. Gucken, was passiert. Das hab ich heute auch gesagt. Ich habe mir heute Morgen, als ich vom Sonnenlicht geweckt worden bin, das kann ich euch gleich mal zeigen, Todespain. Nein, ich zeig's euch jetzt. Ja, ey, ohne Scheiß. Warte mal. Erzählst du mal, wie du die Beine rasiert hast gestern. Die Beine habe ich asozial an der Hackenschmidt rasiert. Schaut auf die Hackenschmidt, die wurde ja natürlich nicht vom Gewicht leichter gemacht. Ich habe auch das Gefühl, die letzten 5 Trainings, die ich gefilmt habe, hast du Beine gemacht. Ja, voll. Was ist denn da los? Willst du jetzt einen auf Nexilla machen oder was? Ja. Hey, wenn ich einen auf den mache, dann bin ich einen Platz hinter mir beim Olympia. Das wollen wir ja nicht. Und isst die ganze Zeit Cookies. Intra. Ja. Nee, Cake Pops. Komm mal mit in mein Zimmer hier. Darf ich jetzt mal die Hackenschmidt angucken? Nee, die ist, Okay, ja, gut, die ist das tabu heute. Heute ist hier... Das muss ich mir nämlich elementar wichtig auch immer vorstellen, dass ich habe zwar kein Rest-Day heute, aber wir trainieren in Köln. In Köln. Aber ich muss dann auch immer sagen, ey, switch off. Heute gibt es das alles nicht, weil sonst verleitet es dich schon mal, der Raum ist okay, aber sonst verleitet es dich schon mal dazu, noch ein Accessoire-Training à la Roman Fritz zu machen. 15 Sätze Unterarme, aber nur die vorderen und die anderen machen wir abends. Ich muss noch ein bisschen warten, denn es kommt eine Schlafmaske, also nicht die Schlafmaske, die man als Bodybuilder auch als Schwergewichtler benutzen muss. Ja. Hier für den Mund und die Nase, sondern für die Augen. Denn ich habe geil gepennt, wirklich. Hatte einen geilen Schlaf, lag dann hier drin. Und war dann halt schön von der Morgensonne, wurde ich halt gegen 8.30 Uhr geweckt. Weil, darf ich unterbrechen? Ja, klar. Du hast hier nämlich Fenster. Ja, Die voll. sind halt oben. Die sind oben und das ist ein bisschen beschissen. Lieber hätte ich sie an der Wand. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin aufgewacht, das erste Mal schon früher und dann habe ich die Taktik angewendet. Kennt ihr die noch, wenn eure Mom euch damals zur Schule geweckt hat? Also meine Mom war radikal, liebe Grüße Mama, hast du aber gut gemacht. Die ist reingekommen irgendwann, ich glaube da können einige relaten davon und irgendwann ist er einfach komplett, ist es durchgegangen mit der und die dachte sich, der kleine, dreckige
wisst schon was. Wenn der jetzt nicht aufsteht. Und dann ist die noch einmal hochgekommen, die hat erst geschrien. Was? Ja, ihr kennt das immer. Wenn die Mütter schreien. Wenn die Mütter schreien und dann antwortest du ja. Und dann sagt die aber ja. Wir blenden es mal ein. Ja, blendet's mal ein. Original so. Und dann hast du schon gemerkt, oh Scheiße. Und wir hatten daheim so Holztreppen in dem Elternhaus. Und dann knarcht's die Treppe immer so. Und dann wusste ich schon, Scheiße, wenn die mit ihren Klappkasten, also diesen polnischen Hausschuhen, die Treppe hochkommt. Alter. Da lag ich meistens so drin, überchillig, warm eingedeckt, dachte mir, scheiß drauf, den Bus erwische ich heute eh nicht mehr. Dann zieht die einfach radikal, hat die meine Bettdecke weggezogen, ins andere Ecke vom Zimmer gelegt, meine Kopfkissen mir weggerissen. Ich lag original einfach nur in Unterhose, lag ich im Bett drin und dann hat die das Fenster aufgerissen und dann im Winter kam dieser kühle Wind rein und dann war ich einfach nur... Fuck! Cortisol over 9000. Aber es war die richtige Erziehung. Also kann man mir sagen, was man will, das war die richtige Erziehung. Deswegen danke, Mama. Von der Schule geflogen bin ich dann trotzdem. Oh, hier, das darf man noch nicht zeigen. Das ist doch ein... Warum filme ich das dann? Kannst du schon zeigen, aber das ist eigentlich so ein persönliches Ding. Oder soll ich da ein großes Bild von Steve Pentini rüberpixeln? Ja, geil. Der dieses am FIBO-Wochenende auf die Bühne geht. Bin ich gespannt. Nee, das ist für Lukas und Sina, das sind meine Betreuer, die seit 3 Jahren mit mir auf der FIBO sind. Und deswegen sind 3 von, wir haben 100 so Special-Bilder und 3 von 100. Und ich habe denen noch ein kleines Gedicht geschrieben hier. Natürlich hatte ich Hilfe von ChatGPT, denkt jetzt nicht, ich habe jetzt hier gedichtet, aber... Der Lyriker. Aber fand ich süß, fand ich wichtig auch, dass man auch sein Team appreciated. Deswegen hate ich immer nur Markus eigentlich. Der kann's ab. Ja. Der braucht es. Der kann's ab, der braucht den Hate. Sonst kommt er demnächst schreibt noch. Mal nicht so viele gute Comments in die Kommentare. Schreibt mal Markus, Alter. Nur 44 Minuten Video, Fragezeichen. Disst mich bitte. Was bist du nur für einer, Alter? Nee, ist schön, ich freue mich drauf. FIBO-Wochenende mal wieder. Meine 4. FIBO, glaube ich. Das Corona-Jahr haben wir nicht mitgenommen. Als Athlet. Du warst ja schon seit 10 Jahren auf der Als Athlet, klar. Ich war schon früher, haben wir mit Speeren gejagt. Warst du da eigentlich live dabei? Ich war an der FIBO, aber ich war leider nicht live dabei. Was verpasst man? Also nicht in dem Moment, war ich wahrscheinlich gerade irgendwo bei Rich Piana in der Schlange. There, man. Up your test and your growth hormone. War aber geil. Mona Lifta Poster, kleines Feedback vom letzten Video, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe und die das Ganze kaufen wollten. Ist nicht verkäuflich, das ist die Originalversion. Da hat das Louvre nämlich schon angerufen und wollte die eigentliche Mona Lisa gegen das hier austauschen. Habe ich gesagt, Jungs, geht nicht, sorry. Aber wir werden uns was dazu überlegen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mona Liftas malen. Viele haben mir geschrieben, die bringen ihre Mona Lifta auf die FIBO mit und ich soll die dann anmalen und signieren. Machst jetzt einen auf Kollege, der Boss. Wahrscheinlich. Zum Künstler. Wahrscheinlich. Nee, aber ich habe da schon so ein Wohltätigkeitsding im Kopf. Da können wir schon was Cooles machen. Guckt euch meine Mom an, richtig süß. Als ich zu Besuch war, hat die mir noch hier heimlich in die Tasche gepackt. Liebe Grüße und viel Erfolg bei FIBO. Ist es dieses... Und ist dieses geile... Oh, das ist wie so ein... Das ist einfach Cheat 5000. Das ist dieses hier, Kokosmandel. Ja, unbezahlte Werbung. Ja, sieht man nicht richtig, aber Kokosmandel, Dattelmus. Ansonsten sind wir abfahrtsbereit. Ich habe jetzt ein neues Bartöl. Seidig glänzend. Bartöl? Bartöl, ja. Darf ich mal? Ja. Oh. Ziege! Die ist auch, da bilde ich mir auch drauf. Weil ich bin kein Fan von Veneers oder so. Ich würde mir niemals die Zähne machen, auch wenn viele das geschrieben haben, ob ich mir die Zähne machen lasse. Nee, auf gar keinen Fall. Weil dieses Gefühl oder dieser Gedanke daran, du siehst jetzt ein nettes Mädel oder einen netten Mann mit dem strahlend weißen Lächeln und drunter sind diese abgeschrubbten kleinen Dinger. Die vielleicht auch müffeln. Ja, weiß ich nicht. Also da setze ich lieber auf Max White Zahnpasta, die nichts bringt. Und elektrische Zahnbürste, weil die hatte ich auch lange nicht. Aber wichtig auch im Zahnputzgame Zahnseide. Ja,
Schimpft nicht mal die Zahnärztin. Ja. Ist wirklich so. Was ist das? Ist es Merjoff? Mhm. Ist Das original. ist tatsächlich Xerjoff. Das ist nicht Merjoff. Weil die Flasche ohne Scheiß. Bei Bilsan oder wie er hieß, die sah ähnlich aus. Bilsan schreibt mir immer noch. Ich schreibe, hallo Urs hier wegen Düfte. Hallo Urs, danke sehr für den Einkauf. Hallo Urs, darf ich bitte fragen, wann könnt ihr das Video von euch bekommen? Also er will das Video noch von dir. Das haben wir ihm geschickt. Leon hat er auch gefragt. Hat er bekommen. Dann hat er eine Nachricht geschickt um 21:20 Uhr, hat sie aber zurückgezogen. War wahrscheinlich zu risky. Guten Abend Urs. Ich hoffe, unsere Düfte haben dir gefallen. Leertaste, Punkt. Dann schickt er mir neue. Neu eingetroffen. Aqua di Bio. Und halt, was er sonst noch Originales da hat. Habe ich geschrieben, Aqua di Gio. Das ist halt der Duftdealer des Vertrauens. Ja. Ach, mein Aber ich Bruder. bin mir sicher, bei Bilsan, wenn du abends um 8, der Laden hat schon zu und schreibst, ey, Der kommt. wie hieß er? Ahmad, glaube ich. Wenn du schreibst, hey Ahmad, scheiße, ich brauche einen spontanen guten Duft für ein Date. Der würde nochmal den Laden aufmachen für Weißt du, dich. was der macht? Der kommt dann einfach hinten aus dem Laden raus, weil der auch in seinem Laden pennt, so wie ich. Sind doch alle gleich Ja, kaputt, Mann. Alter. Ey, ganz ehrlich, zum Duftdealer einen persönlichen Kontakt haben, ist nicht verkehrt. Ja, aber der wird wahrscheinlich beleidigt sein, dass ich heute mal mit Originalware ankam. Aber das ist mein Lieblingsduft. Für alle, die mal gefragt haben. Was braucht man für die FIBO? Desinfektionsmittel, Filzstifte und Xerjoff Erba Pura. Und dann kann es eigentlich losgehen. Klingt auch wie so nach einer Liste, die man so schreibt, wenn man in den Kindergarten geht. Einen guten Duft, Filzstifte und Desinfektion. Regenschuhe, wetterfeste Kleidung und viel Spaß mit. Vielleicht auch ein Wechselshirt. Und Sleep. So, das packen wir auch noch ein hier. So wie die Fußballprofis komme ich dann immer. Servus Jungs. Oh, und es wurde auch kritisiert Ja, das oder ist- angemerkt, dass der Spiegel nicht zentral mittig. hängt. Ja, nicht mittig. Ja, aber weiß ich nicht. Wird der nochmal umgehängt? Nee, warum? Also ich kann doch hier eine Rückenpose stellen. Weißt du, zu meiner ersten FIBO bin ich noch mit dem Zug gefahren. Ja, die hat jetzt nur einen Trauerschluck bekommen. Du bist es eigentlich nochmal, aber Die müssen auch mal richtig wissen, was eine Durststrecke ist. so doof Crap. Die haben noch nichts geschafft in ihrem Leben. Ja, aber erste FIBO bin ich hingefahren mit dem Zug. Bin mit dem Zug gefahren und dann wurde ich in der Jugendherberge einquartiert. Im 25er Zimmer, das sage ich dir ehrlich. Köln-Deus, könnt ihr mal abchecken, die Jugendherberge. Habe ich mit Edding leider nichts ans Bett geschrieben. Sonst hättet ihr das euch abchecken können. Ja, aber ich würde sagen, wir sind ready. Und mit viel Spaß und Freude und Elan geht's jetzt Richtung Köln. Und weißt du, wer mir gerade eben wieder geschrieben hat? Lass No mich joke. raten. Jay. Ja. Wirklich? Ja, 100%. Jay hat mir geschrieben, ey, Earth. hey Urs, man, how is it going? All good, checking on you. Der schreibt, guck, oh, wie der weiß, der sich auch alles merkt. Der schreibt mir heute einfach nur, ich schreibe Safe Travels gestern, der schreibt heute in Frankfurt. Schreibe ich, what's the plan? We are taking a train in. Cool, let's meet later. When are you getting to Cologne? Also richtig, der ist voll am Start immer und voll am... Und jetzt fragt er auch noch, wie das Shooting hier bei mir im Gym war. Obviously was sehr gewinnbringend. Wie gesagt, heute Abend das Event, nehmen wir euch auch mit. Lee Priest hat auch schon einige verrückte Stories hochgeladen, wo er voll besoffen einfach irgendeine Scheiße geredet hat und Kurze dabei getrunken hat. Oh. Es wird heute, für den heutigen Tag wird es amerikanisch und dann zeigen wir den Amerikanern mal wieder, was es heißt, in Deutschland zu sein. So nämlich. Deswegen würde ich sagen, holt euch was zu essen, abonniert jetzt den Kanal und wir sehen uns in Köln wieder. Let's go. Mio. Ich zeig dir jetzt meine Welt. Willkommen zu FIBO, ESN und more. Du bist natürlich bei Moore zu finden. Bei Hammer. Ihr findet mich bei Hammer. Hey Earth. Hey man, how is it going? Do you mind? Can you grab a quick pic, man? Just quick. Sorry, turn up. Hey Earth. I was so sorry, the lightning is not really good. Can you move a little bit here? Hey, can you flick a quick pic, man? Hey, yeah, man. Can I also Also ich bin jetzt Ü30, was los? Midlife Crisis kickt? Wohl, in Köln fährt man Fahrrad. Fahrradfreundliche Stadt. Finden wir das gut oder finden wir das scheiße? Ja, scheiße, aber wir sind im Hotel angekommen.
Mit 2 Stunden Stau natürlich. Die ganze Welt möchte nach Köln. Earth, please. Earth, this way. Earth. Oh, we need to go there or what? Earth. Okay, man. This way. Du kannst dich schon mal darauf einstimmen, dass gleich Englisch gesprochen wird. Ja, ihr euch auch. Ich auch schon. Earth. Wer erwartet uns denn alles? Keine Ahnung, wer uns erwartet, aber ich muss meine Klamotten noch abholen fürs Wochenende. Für Young LA, man, you know. Jungle. Jungle is back, now in Germany. Here we have one of the famous statues. It's a statue of Cologne here, right now. Hi. Servus. Hallo. Servus. Warum grüßen die hier alle? Oder ist das unsere Aura? Deine Aura? Weiß ich nicht, die sahen jetzt schon eher nach Fitnessmesse aus, wenn die ein Bodybuilding Hose und Oberteil anhat. Ja, wir gehen jetzt zum Young LA Event. Hey guys, Young LA. Hey guys, this is Urs. Welcome to Cologne, and now we're going to the Young LA event to pick up our clothes for the weekend, man. Super excited, and yeah. After that, we're going to train because unfortunately, we didn't have the time to train, you know. Oh, I and see, man. Training is really important. Yeah, but you're walking on the street, man. I don't think it's my street. It's my town. Yeah, all right. It's my place. I see. I think Jay Cutler smoked some crack, and he isn't in his right mind. Ja klar. Wes. Ich habe auch einmal den Führerschein hier sehen. Für die Dinger. Ey, seid ihr aus Köln? Nein, Münster. Ah, Münster. Kennt ihr auch Johnny Münster? Ja, schon gehört. Aber der ist nicht so cool, oder? Ja. Geht. Danke. Denke ich Easy. auch. Jungs, haut rein. Viel Spaß noch, ne? Euch auch. Ciao. Da sehe ich uns drin. Du links, ich rechts, Bro. Nicht richtig, da fühle ich mich ja ganz falsch, gegen dich Türsteher zu machen. Du bist hier der Türsteher? Ja, so ungefähr. Dann ist der Abend für dich heute zu Ende. Ja. Spaß. Du willst es mit einer Hand hoch. Ah, wir sind hier richtig, oder? Ihr seid richtig, ja. Nice, richtig. nice. Ihr könnt gerne noch draußen bleiben, ihr könnt reinkommen, wie ihr wollt. Ja, dann bleib ich heute mal draußen. Ich habe sowieso nichts Du zu sagen. entscheidest es, Ich habe gar nichts zu entscheiden. War nur Spaß. Alles gut. Die Box kann ich mir später mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Ach, bist du der Erste hier oder sind wir die Ersten? Nee, die Kollegen sind auch da, aber ich okay. habe noch zu wenig Informationen. Okay, ich auch. Ey, geile Mütze, Mann. Dankeschön. Was gemeinsam. Viel Spaß euch. Bis nachher. Hier, 7. Oder wie man damals im englischen Unterricht in der 7. Klasse gesagt hat, 7. 7. Is this a jungle event? Jungle is wrong. Vor allem sind es auch noch Deutsche an der Theke. Also du scheißt mal wieder komplett rein. Alles klar? Alles klar. Yeah, that's me. That is me. Number one cocktail in the house. I'm trying to get shredded right now. So skinny bitch is the perfect drink for you I'm guys. trying to be a skinny bitch. Yeah, That's easy. exactly what I'm trying to be, actually. Oh, Oh man, I'm just gonna break these up here. oh. Alright, dude. Go ahead, man. Oh my goodness, dude. Marcus is gay, he don't know a lot about holes, you know. What? If I'm gay, I know a lot about holes. Ja. Er sagt, hier kann ich auch videografiert werden, oder? Welcome to my new vlog. Today we're in Cologne and Lass mich ran, komm näher ran, damit ich dich besteigen kann. Präsentier mir dein rundes Hinterteil. Glaubst du, die Trend Twins kommen bis zur Tischkante? Hey, cunt, what did you cook for me? Lasagna. So Lasagne, Typical bodybuilder girl for fucking pasta. Burgers. What we got? Potatoes. Yeah. Look like fucking him. Prison food. Was habt ihr jetzt in Australien besseres Essen haben? Warte mal, das Vanquish-Event findet aber nicht hier statt. Bruder, ich bin jetzt auch hier. Ich war aber schon vor dir da. Ja. Verräter. Spaß. Hallo Markus. Alles gut, wie geht's? Vorhin haben so Leute auf dem Roller gesagt, die feiern dich nicht. Ja, wirklich? Was? Ja, richtige Roller. Ja, voll die Arschlöcher. Aber jetzt, wo du wieder bei Jungle bist, feiern Ja. dich bestimmt. Wer sagt Jungle? Wer sagt Jungle? Hey, beleidigst du meine Mutter? Meine Schwiegermutter sagt Jangler. Was hast du da gefetzt? Burger, ein bisschen Ernster Pasta. Teller? Ja. Ich hab leider Mehlglück dabei. Leider. Johnny, willst du zum Olympia oder nicht? Und zuerst Arnold Classics, das ist ein echtes Ziel. Über den Coachwechsel nachdenken. Weil mit Johannes Lukas wird's nix. Alter, das ist aber ein anaboles Licht hier, du. Halleluja. Muss meinen Arm richtig den hier. Den Busfahrer. Und ich habe gelernt von wem war das?
Der macht denn das. Du musst nicht nur den Arm so rausstellen, sondern den Kopf nach hinten lehnen, dass der ganz klein aussieht. Ja. Das ist der Trick, deswegen sehe ich so scheiße aus, weil mein Kopf halt groß ist. Aber gut, es gibt einen Double Stoop. Darf ich einmal für den Ton? Ja. Aber ich wollte es eigentlich weiterlaufen lassen, weil wir haben kein Wasser auf dem Zimmer. Und ich bilde mir mal ein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bilde mir mal ein, wenn ich das ein bisschen laufen lasse, dann geht der Dreck, der da drin sein könnte, kann durchfließen. Weißt bisschen durchspülen vorher. Ja, ein bisschen die Rohre durchspülen. Könnten wir uns jetzt einen Kölsch aufmachen. Oh, warte mal, es kann sein, dass Wasser in der Minibar ist. Mach mal aus. Ein Kölsch steht auch drin. Natürliches Wasser, das wird sein. Auch noch schön gekühlt. Und dann gibt es hier 2 Scoops Crank Pump Pro 2.0. Denn jetzt am Abend, nach dem Monster, was ich mir vorher noch gezwitschert habe auf der Fahrt, habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Koffein. Weil ein bisschen schlafen will ich dann doch auch. Und deswegen viel Wasser und 2 Scoops. Wenn ihr jetzt aktuell die besten Rabatte bei ESN bekommen wollt, dann gönnt euch zum Beispiel Crank Pump Pro 2.0 oder das ganze andere Sortiment mit jetzt 25% FIBO Rabatt, Riegel sogar 30% und Proben 40%. Also deckt euch ein, probiert was und das Ganze mit Code Polacco für die besten Rabatte. Let's go! Dann werde ich hier rausgeholt. Dann springen wir vom Haus runter und lassen uns hochbauen. Lieber nicht. Jetzt habt ihr keine Fliege. Neo, wir sind alle Teil des Systems. What kind of outfit you got on? Oh. Dude, your hair looks more stylish every time I see you. What's up? I was too tired. I fell asleep after I talked to you. I'm like, I need to sleep right now. Right? We just came in at 7, so went straight to the event, had a meal, and then came here. Did they have food at the event? Or Yeah, what? Healthy stuff or bad stuff? mix of both. Come on now, push. Easy. Nothing to push. Are you competing in Pittsburgh? No, not at all. Oh, shit. I don't know, you look lean. Lean, yeah, but I'm not full enough. How are you doing? No. How am I doing? You don't look like you're doing Pittsburgh. I'm skinny fat off season, bro. Where's your gym? It's a 3-hour drive from here. From here? Yeah. It's a bit too far to like go there easy, you know. Yeah. Otherwise, we all would go there. Right, you know? right. How much weight do you hope to put on before next You want to go a show? little bit in weight? Or? Yeah, a little bit. Like you were what on stage at Olympia? 260 to 55. And you want to be 280. next time? Yeah. Oh boy. 285. Oh, what do you think? 20 in a year? I didn't do that. He's tall though. Yeah. I got it. But But it's not about the weight. I always say like I looked the best when I was the lightest, you know. I mean, now it's just shape and conditioning, man. Like, because last thing you want is to get bigger and not have that. Yeah. Because then if you miss, you still got conditioning. Yeah. Like, oh, I just miss a little bit. What's that, bro? He's got striated glutes right now. Boy, he always has that. Eric does too. Why are we talking about men's glutes right now? Hey, what else are we here for, bro? Come on. Squeeze. You got 20 pounds, bro. Let's go. 20 pounds. Right here. Let's go. Listen, right here. Every rep. Squeeze. Come on, pose. Last set. Last shift. Come on. No. Let's go. Come on. One at a time. I got you. Gotcha. One more. Last one. I got you. Squeeze. Slow. Nice. What did we just do? Crazy, bro. Look at this pump. Look at that pump. Hey, your arms are getting bigger too. No, Justin's Everything. What? Close. About to take his pants off or what? Dang, man. I don't know. Talking about shredded glutes, now he wants to take his pants off? You know me. Bro. I'm just kidding. Y'all talking about male glutes again? See how it's done. Let's go. See how it's done. Come on. Where's the chair? Let's go. Come on, one at a time. Jay's a fucking idiot. Big time. Yeah. Don't, he goes, and then he goes, don't be effing stupid, Bill. And then I'll give you $1 million. Yeah.
then he racks it. I didn't say do more weight. I'm just waiting for you to like. Oh, you waiting for me to volumize and stuff, yeah? Oh, okay. This song came out like you were born, sir. Yeah. Read it for days. When was it? Shredded. Jay, you do a lot of weight for a calf still, right? What, bro? You do a lot of weight in calf, no? Not really. It's light, right? You looked heavy though. I only do calves on chest day, but I train 7 days a week. I train every day. I don't take days off. I love training, bro. I wanted to do just something to loosen up my. Just because I usually don't like doing a lot of weight, just because of flying and my back and shit, you know. You got to do that protection when you get older. Start young. I like to do a decline. If we had a decline bench, I would like to stretch my spine. Is there a decline bench, you think? To do sit-ups? Let me ask him. We can ask him. Ganz, So planlos alles. ganz verrücktes Training heute auf jeden Fall. Auf einmal kommt er auf die Idee, die kleinen Benches zu machen, um seine Wirbelsäule zu strecken. Aber ich genieße es irgendwie, schon Kameradschaft so, ist krass. Zum einen die alte Generation oder ja halt die Legenden wie Phil, wie Jay, die halt einem so noch geile Advices, geile Tipps geben können. Die aber auch veraltete Ansichten haben, dann aber auch neue Jungs wie Derek und so, dem ich auf jeden Fall noch in den Arsch treten will. Dem kleinen Pisser. I see guys doing like cable crunches with the whole stack, you know. I'm like, nah. You want to make your waist thick, maybe, I don't know. Not for us. Yeah. The classic times showed me a lot about like Right. the good midsection and I think like when you're getting ready for a show, you can do the weighted stuff. yeah, you can do it more. Not like off season, I don't think. Yeah. Not when you're like full with food and you blow out your What do abs. you think, Jed? What? Weighted abs off season? I don't think so either. No. I don't think you should do weighted ever. No. I mean, I like rope crunches, but light, just so Yeah. it's all breathing and squeezing and all control. 'Cause about that breathing. You got to think about it. It's all Yep. when you know that's all you practice, right? Yeah. So it's just like whatever that is. But I think breathing and contracting. Remember, it's like this. This is how you Right. want the movement to be. Like stretch the wall. Right. You don't want to build. Right. Especially, dude, because you're so. Dude, as you put on more mass, Yeah. like you got to keep the. Right. The shape, yeah. Yep. We all agree. But as breathing's the main, because the breathing is going to control you as you do your quarters, right? Right. And be able. I mean, remember you do more of a vacuum on this shot, but you just want to be able to have your quarter turns are important, and then even with your side chest, just to make sure like you have this detail in the side tricep, be able to have. Right. You know. Yeah. Not bad shape, man. You know what I mean? That looked good, eh? It did look good, Do it actually, again, man. The transitioning. Damn. Dang, dude. Dang. Actually, that's impressive. That looked sick, right? I'm not gonna lie, that's pretty impressive. Yeah. So Good work. Congratulations. 217 pounds. Wow. 217 I went. 217. It's amazing, man. I lost 10 pounds. Crazy. I lost 10 pounds since last year. Yeah, you look leaner than at the Arnolds. Not slimming. Your face as well. Yeah, But not like the fat, the skin is more tight. that's a stretching the wall right there. Yeah, so good. And your legs are heavy as fuck, bro. So when you talk about weights, Yeah. that's a lot of weight right there. Feels good. Yes, fully right. When with that control, that's going to be great for you for your transitional, because that's where it counts, man. Is like, you know, you come out, you stay big, so you actually got more expansion like this. But when you're doing this, you know, and then maybe a little bit when you, just a little. you just want some detail. But I'm just thinking all the poses. You're not going to see it on this. We're the most money in the Da sind wir. Wir haben es genau, lass mich nicht lügen, 23:17 Uhr. Halleluja. Und damit sind wir angekommen bei der FIBO. Ich freue mich aufs Wochenende und freue mich, euch zu sehen. Oder in dem Fall habe ich euch schon gesehen oder bin gerade noch dabei und bin gerade so fertig.
Aber sag euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schaut nächstes Jahr, wenn ihr die FIBO verpasst habt, gern mal vorbei. So, und bevor jetzt wieder das Licht ausgeht, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bernd.